So Freunde, bevor das Video losgeht, werden wir noch kurz den Gewinner auslosen für das Gewinnspiel aus der SF-Taverne, wo wir hier die 1000 Pilze verlost haben und ihr ein kleines Quiz erfüllen musstet. Ja, aus diesen Gewinnern werden wir jetzt hier die Leute raussuchen, oder besser gesagt den Gewinner. Ja, es wurden insgesamt 6 Fragen sechs Fragen gestellt, ja, und genau, die erste war hier relativ einfach, die Goldgrube war die Maximalstufe 100. Es haben tatsächlich nur 54 Leute von 166, also 166 haben teilgenommen, 54 Leute haben es nur geschafft und ja, das war doch wohl nicht ganz so einfach wie erwartet. Ja, als nächstes haben wir hier, ab welcher Stufe schaltet man hier den Mannequin frei, also Alter Ego quasi. Ab 1000 Runen war die richtige Antwort. Ja, ab welcher Stufe bekommt man die meiste XP von Quest? Da war die richtige Antwort 393. Ab welcher Stufe bekommt man den maximalen Umweltprämienbonus vom Greifendrachen oder Drachengreif? Da wollten wir hören, die 612 war die richtige Antwort. Und als nächstes haben wir hier einmal, was ist das Minimale, was man an Ehre verlieren kann in der Ehrenhalle, wenn man einen Kampf verliert quasi. Da wollten wir eigentlich 20 hören, ja, weil das Minimalste, was man dort verlieren kann, ist 20, aber 0 war in dem Falle auch die richtige Antwort und deswegen wurde hier auch beides gewertet in dem Falle. Und ja, die letzte Frage war, welcher Charakter hat als erste Stufe 600 erreicht, und da war die richtige Antwort Don Serapio. Ja, wie gesagt, 32% haben nur die ganzen Fragen richtig beantwortet, und aus allen Gewinnern, die hier die Fragen richtig beantwortet haben, waren insgesamt jetzt 54 dabei, und das sind hier die ganzen Gewinner. Hier sehen wir die Nummern an der Seite, hier hat jeder eine Nummer bekommen, insgesamt 54 Leute sind es, ne? Nicht verwechseln hier mit der Spalte links, das steht nicht für die Zahl hier, das ist einfach nur die Spaltenanzahl, das sind die Nummern für die Namen. Und ja, da habe ich mir jetzt einfach mal einen Random Name Generator hier, oder besser gesagt einen Random Number Generator rausgesucht und werden dort hier die 54 Leute eintragen. Oder warte mal, das ist ja hier von 1 bis 54. So, ich hätte das auch einfach bei Google Random Number Generator raussuchen können, aber ich fand das hier nochmal spannender, weil man hier einen kleinen Countdown drin hat. Und dann werden wir jetzt loslegen, die 5 Sekunden warten, und der Gewinner ist Nummer 6. Ja, wir werden nachschauen. Die Nummer 6 ist hier der Chaboy. Herzlichen Glückwunsch an dich. Du hast hier die 1000 Pilze gewonnen und ja, wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß damit und bedanke mich nochmal für das coole Gewinnspiel hier, für das kleine Quiz. Hat Spaß gemacht, und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget, und heute nehme ich euch mal wieder komplett zu einem kompletten Tag mit auf meine Reise auf meinem Main-Account, der jetzt 592 ist jetzt mittlerweile. Und ja, ich möchte euch mal mitnehmen wieder, weil es ja gerade Gold-Event ist, möchte ich mal gucken, was so möglich ist, was wir alles erreichen können in diesem Video, wenn wir einen kompletten Tag einfach, ja, unsere Alu spielen, unser Glücksrad klicken hier und ja, und beim Würfelspieler hier alles versuchen mitzunehmen, weil das ballert schon ordentlich rein, wenn man ein bisschen Glück hat. Vor allen Dingen hier beim Würfelspieler, wenn man da 5-mal Gold hat. Unglaublich krass, was da an Gold zusammenkommt. Wenn man beim Glücksrad ein bisschen Glück hat, dann kriegt man da auch richtig gut Cash mit abgegrabt. Ist aber ziemlich random. Gestern hatte ich zum Beispiel auch wieder nur einmal Gold gehabt, und das zum Gold-Event, ja, das ist halt ziemlich belastend, weil es sind 75 Millionen Gold pro Spin, wenn man das Gold hittet, ne? Und ja, ansonsten Goldgrube habe ich jetzt auf 98 mit meiner Stufe, und das zum Gold-Event. Guckt mal an, was man da jetzt rausholt, hier, zack, wenn man da jetzt quasi immer das Doppelte rechnen würde, also wenn man halt eben von diesem Goldgruben-Feature profitieren kann, wäre das unglaublich, was man da an Skillpunkte auf meinem Level jetzt mittlerweile mit der Goldgrube generieren könnte, aber ja, da sind wir ja leider ein bisschen eingeschränkt hier auf S31, da müssen wir mit umgehen können, da müssen wir mit leben,
Und ja, ich wollte euch mal wieder mitnehmen hier und meinen kompletten Tag hier quasi mal durchlaufen lassen. Und natürlich immer die kürzeste Quest annehmen, das ist klar. Aber mir ist halt in letzter Zeit ein bisschen vermehrt aufgefallen, weil ich tracke ja auch so ein bisschen mein Goldeinkommen und was ich so ja, jeden Tag hier so generiere, was da so an Statpunkten zusammenkommt im Monat. Und ja, auf jeden Fall tracke ich halt so ein bisschen, was so zusammenkommt, ne? Weil ich ja auch, wie gesagt, mit dem Account hier ein bisschen mehr erreichen möchte, als auf meinem eigenen Server hier nur Platz 1 zu sein. Ich möchte halt international ein bisschen hochsteigen, ne? In der Ehrenhallenliste. Und ja, wir haben es ja jetzt auch Hexen-Event, sehe ich gerade hier, stimmt. Das zählen wir dann nachher auch mit rein. Und ja, Anlass ist, ich werde wahrscheinlich zu jedem Gold-Event, wenn es mal eins geben sollte, werde ich immer mal so einen Tag mal so ein Video aufnehmen, wo ich dann mal euch zeige und begleite, was hier dann halt alles so zusammenkommt, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass nicht nur das Goldgruben-Feature hier quasi behoben worden ist, ne, ich sage da extra Feature zu, weil es als Feature angesehen wird und nicht als Bug, dass man da quasi jedes Mal die doppelte Menge rausholen kann. Ja, dass das nicht nur mit dem neuen Backend behoben wurde, sondern halt auch so ein bisschen das Goldeinkommen an sich vielleicht ein bisschen angepasst werden könnte. Ja, gewollt oder ungewollt, weiß ich nicht, weil ich weiß auch nicht, ob das hier gewollt oder ungewollt ist mit dem neuen Backend. Muss ja anscheinend irgendwie, ne? Also irgendwas muss sich da ja geändert haben. Ich denke mal nicht, dass es so zufällig passiert. Und ja, man kann ja auch also mit dem neuen Backend kann man ja auch über 10 Milliarden Gold horten, so. Das geht ja auch schon auf dem Beta-Server. Und ich habe es bei mir noch nicht getestet, aber es müsste bei mir auf dem Server ja hier auch klappen, dass man über 10 Milliarden Gold zusammenbekommt. Und ja, also es wird ziemlich viel irgendwie wohl mit dem neuen Backend am Gold gemacht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, seitdem das Backend hier auch auf dem Server drauf ist, hier auf S31, dass das Goldeinkommen so ein bisschen angepasst worden ist. So, ne? Weil ich habe vorher, also jetzt abseits vom Gold-Event, wir reden mal jetzt nur abseits vom Gold-Event und jetzt nicht, wenn jetzt gerade Gold-Event ist. Da ist natürlich klar, dass man ein bisschen mehr Gold rauszieht, ne? Das ist ganz klar. Aber abseits vom Gold-Event habe ich immer so mein tägliches Einkommen getrackt. Und in das tägliche Einkommen habe ich immer fließen lassen das Glücksrad, die Zeitmaschine, nicht die Goldgrube, den Würfelspieler und die Alu. So, diese Faktoren habe ich da immer reinfließen lassen. Ja, mit Würfelspieler und Glücksrad ist es immer ein bisschen random, aber auch da kann man natürlich nach einer gewissen Zeit auch immer so einen Plus-Minus-Bereich ausmachen, so, ne? Und ja, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das ja schon ein bisschen weniger geworden ist, weil vorher hatte ich immer so mit meinem Level, weil mit meinem Level, da kann schon ein bisschen was zusammenkommen an Gold, ne? Mit meinem Level hatte ich vorher, abseits vom Gold-Event, hatte ich immer so zwischen, ja, so 1,5 bis 1,8, ja, teilweise 2 Milliarden Gold gemacht, so, ne? Und also das ist halt immer ja, abhängig vom Glücksrad so, aber ich sag mal so grob, so 1,5, 1,6 bis 1,8 Milliarden Gold habe ich so pro Tag gemacht mit der Alu, mit dem Glücksrad und dem Würfelspieler und der Zeitmaschine. Ja, also das ist ganz wichtig, das alles zusammenzurechnen, ne? Und seitdem her, also wie gesagt, unabhängig vom Gold-Event natürlich, ne? Und seitdem das neue Backend draußen ist, mache ich auf meiner Stufe jetzt mittlerweile im Schnitt nur noch so 1,3 bis 1,5 Milliarden Gold pro Tag mit der Alu, Zeitmaschine, Glücksrad und Würfelspieler. So, und das hat sich jetzt schon über längeren Zeitraum so ein bisschen ja, gefestigt gehabt, sag ich mal. Und ich sag mal, 1,3 bis 1,5 Milliarden Gold pro Tag ist für die Stufe, die ich habe, echt verdammt wenig.
Also, wenn man sich da so andere Charts anschaut oder zum Beispiel auch von deinem Nachbar, hatte ich das auch jetzt kürzlich ja gesehen gehabt und der trackt das ja auch immer und der hatte auch immer so ein paar Statistiken online gestellt und im Vergleich zu vorher ist es halt auch relativ wenig und ich merke es ja auch auf meinem, das ist halt auch so der beste Vergleich auf meinem Battlemage, der ist 541. Dort mache ich am Tag, ja, easy über 1 Milliarde Gold mittlerweile schon. Easy so. Ne? Zum Beispiel auf S39 bei Paul sehe ich auch öfter, dass er ja, über 1 Milliarde kommt. Und deswegen verwundert mich das, dass ich halt nur noch ja, 1,3 bis 1,5 mache. Mit der Stufe sollte eigentlich jeden Tag die 2 Milliarden easy geknackt werden. So. Und ja, das habe ich jetzt halt schon so ein bisschen länger schon beobachtet irgendwie und ja, das, ja, weiß ich nicht, kann natürlich von euch niemand vergleichen, weil von euch niemand auf S31 spielt großartig weiter oder ein Char hat auf dem Beta-Server, der jetzt schon nah an der 600 dran ist, so, das ist natürlich klar, deswegen kann mir das keiner nachweisen, ich kann es nicht nachweisen, es gibt keine Referenz dazu, ne, ja, aber das ist halt eben nur so ein bisschen das Gefühl, was ich habe und so ein bisschen halt auch der Vergangenheit geschuldet, dass ich halt das immer so ein bisschen getrackt habe und mir das aufgefallen ist, Mensch, ich komme ja immer nur so knapp über so 1,3 Milliarden Gold so. Und das mit meiner Stufe, weiß ich nicht, das ist irgendwie so ein bisschen komisch, sag ich mal. Ne? Klar, man kann natürlich auch sagen, jo, dann, ja, das kommt auch auf dem Backend hier immer neu vor, dass hier die Performance nicht so geil ist. Ja, dann kann man natürlich sagen, ja, Glücksrad oder Würfelspieler, die haben vielleicht nicht so gegönnt, ja, aber über einen längeren Zeitraum kann man das schon halt ganz gut einschätzen, so. Wann es mal gönnt und wann mal eben nicht, ne? Ja, genau. Ansonsten, ja, bin ich gespannt, was wir jetzt heute rauskriegen werden. Zum Gold-Event sollte es ja immer ein bisschen mehr sein und vor allen Dingen freue ich mich zum Schluss dann drauf, dass wir dann ja, am Glücksrad drehen und den Würfelspieler ausmelken vielleicht. Ja, gestern am Freitag, wo ich am Freitag gespielt habe, heute spiele ich das ja am Samstag, am Sonntag kommt das Video jetzt online, da hatte ich nicht so viel Glück gehabt. Da ging das relativ schleppend aus. Wie gesagt, nur einmal Glücksrad einen Treffer gehabt und beim Hütchenspieler hatte ich, glaube ich, 2x3 Goldwürfel gehabt. Das ist natürlich noch nicht so viel. Und ja, da hoffe ich mal, dass es heute ein bisschen besser wird. Ne? Ja, ansonsten denkt man eigentlich oder sollte man ausgehen, dass umso höher man im Level kommt, die Goldkurve auch umso höher geht nachher. Ne? Aber man ist schon ziemlich hart gekappt nachher ab einer bestimmten Stufe. Und es kommt natürlich auch immer auf die Quests an, die mir hier vorgeworfen werden. Wenn ich natürlich viele lange Quests habe, dann ja, ist es natürlich so, dass man halt eben ja, weniger kurze Quests hat und dadurch halt auch weniger oft an das Gold-Cap kommt. So, ne? Ja. Und manchmal sind da auch Quests dabei, so 2 Minuten 30er Quests, wo ich mir so denke, da habe ich irgendwie, ja, weiß ich nicht, so eine Ausreißer. Meistens kommt man eigentlich so ans Cap, aber manchmal hat man auch so eine 2 Minuten 30 Quest, wo man nur irgendwie 4 Millionen Gold oder sowas bekommt. Und das auf meiner Stufe, das ist ja schon irgendwie fast gefühlt unmöglich so, ne? Und so viel mehr Erfahrung bekommt man da auch nicht mehr. Ja, deswegen ist schon manchmal ein bisschen komisch. So, die kriegen wir zum Glück nochmal aufgesplittet, die Quest. Das ist ganz gut, die Abschlussquest hier. Und jetzt kriegen wir nochmal die letzte raus hier. Das ist eine sehr gute Quest. Zum Schluss nochmal. Jetzt stellen wir das nochmal kurz vor 0 Uhr. Zack. Und wir haben jetzt rein durch die Alu. Wir hatten ja vorher jetzt nichts auf dem Konto gehabt, so großartig. Ne? Wir hatten ja auf 0 stimmt, wir hatten 5 Skillpunkte durch die Goldgrube abgeholt. Dann hatten wir auf 0 geskillt gehabt. Kaum Gegenstände rausgezogen hier, jetzt durch die Alu. Ja, was auch nicht so cool ist. Das kann man natürlich alles zur Hexe bringen. Wir haben sehr viele Seelen bekommen, die wir nicht benötigen. Ja, 1,4 Milliarden jetzt rein durch die Alu. So, das ist auch schon, weiß ich nicht. War auch schon mal irgendwie gefühlt mehr. So, jetzt können wir die Sachen noch hier wegwerfen. Ja, kriegen da nochmal ein bisschen Gold. So, jetzt gucken wir mal beim Würfelspieler, was wir hier kriegen so.
Also wie gesagt, gestern schon nicht sehr viel Erfolg gehabt. Hoffen wir mal, dass wir heute ein bisschen mehr Gold bekommen. Ne? Aber da habe ich halt auch schon sehr oft beobachtet in der Vergangenheit, dass ich ja kaum bis gar kein Gold irgendwie zum Gold-Event bekomme, wo man auch sagen kann, klar, irgendwann hat jeder mal Glück, irgendwann hat jeder mal Pech. Ja, das ist schon zum Beispiel schon mal sehr gut so, ne? Ja, 69, wenn wir da den Fünfer hitten, das ist schon, das scheppert schon ordentlich rein. Oh, okay, gut. Ja, da haben wir es. Okay, der perfektes Beispiel, dass man auch falsch liegen kann. Ja, nochmal 69 Millionen, sehr schön. Das carryt natürlich jetzt meinen Verlust von gestern aus. Okay, alles klar, ja, das holen wir gleich ab, so, okay, alles klar. Also das mit Fünfer Gold hätte mir natürlich noch mehr geschmeckt. Okay, hier haben wir nochmal das Gold mit. Kriegen nochmal was? Nee, schade. Okay, gut. Also da haben wir jetzt so einen kleinen, ja, ein bisschen was Positives mal erfahren, so seit langer Durststrecke. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir beim Glücksrad auch Glück haben, weil da habe ich bisher nie wirklich Glück gehabt zum Gold-Event. Da habe ich immer nur einmal, zweimal pro Tag bekommen und das will man natürlich absolut gar nicht haben. So, ne? Und das Glücksrad scheppert natürlich noch mehr rein als die Würfel, weil da bekommt man pro Spin 75 Millionen. Jetzt haben wir 4-mal Gold bekommen beim Würfelspieler und bekommen dafür 69. So, ne? So, komm, 10 Spins nur noch und noch kein einziges Mal Gold bekommen. Ja, das sieht mir sehr danach aus, als ob es, ja, so wie gestern aussieht. 17, 18, 19, 20. Okay, heute haben wir 0-mal Gold bekommen vom Glücksrad. Das ist super, super unlucky. Ja, also wir haben jetzt Freitag mit 1-mal Gold, Samstag 0-mal Gold. Ich bin gespannt, was Sonntag jetzt rauskommt. Aber das ist nicht die Ausbeute, die ich mir davon erwünscht habe tatsächlich. Ja, und das sieht wirklich fast jedes Mal so aus. So, wir haben jetzt 1,6 Milliarden Gold gemacht mit Glücksrad, Hütchenspieler, Alu und Zeitmaschine. Ja, so, jetzt fließt da natürlich noch, ja, ich sag mal so 20 Stunden Stadtwache rein. Dann haben wir so 1,8 Milliarden Gold. So, dann haben wir noch, ja, die Goldgrube und dann kommen wir so auf 2 Milliarden vielleicht. Ja, dann kommen wir so auf 2 Milliarden Gold, die ich hier pro Tag mache. Mit der Stufe finde ich das irgendwie ein bisschen wenig. Am Gold-Event muss man natürlich sagen, ne? Das kommt dazu. So, ne? Das ist so mein Goldeinkommen, so jetzt im Schnitt, sag ich mal. Also klar, einen Schnitt kann man jetzt nicht da direkt nehmen, weil ich habe natürlich jetzt hier euch nur einen Tag vorgezeigt und nicht hier irgendwie einen kompletten Monat oder so, aber so sieht's aus und ja, jetzt könnt ihr das quasi noch wegrechnen, wenn jetzt kein Gold-Event wäre, dann kommt da halt noch deutlich weniger rein. Ist halt schade, dass ich so gefühlt quasi der Einzige bin, der so ein bisschen Berichterstattung drüber machen kann, wie so das, ja, wie sich das Ganze so verhält. Ich würde liebend gerne wissen, wenn alle Leute das Backend haben, ob das mehreren Leuten auffällt oder ob das, ja, weiß ich nicht, ob das, keine Ahnung, wie halt so die allgemeine Meinung ist. Jetzt stehe ich halt momentan gerade nur alleine mit meiner Meinung auf weiter Flur da und ja, ihr könnt da halt nichts wirklich mit anfangen, großartig. Das ist leider schade. Aber ja, bin gespannt, wenn es dann soweit ist, wenn das Backend überall draußen ist, wie es dann aussieht denn. Ja, alles klar, das soll es soweit gewesen sein. Das war mein Gold-Event gewesen und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ja, stimmt. Ach ja, ich hatte ja die Items noch in den Hexenkessel geworfen. Stimmt, das habe ich ja auch noch mit dazu gerechnet. Das zählt eigentlich gar nicht mit dazu. Ne? Das ist ja außerhalb der Wertung, weil wann hat man mal was man zur Hexe geben kann? Ne? Also das muss man noch mit abziehen. Und jo, das war's soweit von mir. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.